Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch ein Pedalset, ein Sim-Pedalset vorstellen. Ich habe bisher ja schon das ein oder andere Video auf meinem Kanal gemacht zu meinem aktuellen Sim-Setup. Bisher habe ich eben die Fanatec Pedale V3 verwendet und jetzt möchte ich aus Flexibilitätsgründen auf ein zweiteiliges Pedalset wechseln, und zwar von der Firma Heusingfeld. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist eine niederländische Firma, die Pedale herstellt. Das Schöne an den Pedalen ist, die kann man eben auch separat erhalten. Das bedeutet, ihr müsst kein Dreier-Set nehmen. Ich habe mich jetzt hier für ein Zweier-Set entschieden. Das ist das sozusagen Sprint-Pedalset von Heusingfeld. Und bei dem ist es so, ihr könnt die Pedale komplett frei montieren. Es gibt eine Einschränkung in Bezug auf die Kabellänge. Das kann man aber umgehen, indem man sich ein Verlängerungskabel holt. Da gehe ich später auch noch drauf ein. Jetzt aber erstmal ein erster Blick auf den Lieferumfang. Wir sehen hier, die Box ist relativ klein. Anders auch als bei Fanatec. Bei Fanatec haben wir eine relativ große Box. Aus dem Grund, da wir einerseits 3 Pedale haben. Hier sind es nur 2 Pedale. Ein anderer Grund ist, hier ist keine Grundplatte dabei. Das bedeutet, ihr bekommt hier wirklich nur 2 Pedale. Wenn ihr also jetzt bei euch zu Hause kein bestehendes Rig habt oder aber keinen entsprechenden Rennsitz, an dem ihr eine Grundplatte bereits habt, auf der ihr Pedale montieren könnt, dann müsst ihr euch zusätzlich zu diesem Pedalset auch noch das entsprechende Grundplattenset oder die Baseplate mit dazu bestellen. Das also so als kleine Information am Rande. Im Karton ist drin hier ein Umschlag, ein Kuvert. In dem Kuvert befindet sich die Betriebsanleitung. Das ist eine sehr schöne Betriebsanleitung, denn sie besteht nicht nur einfach aus DIN A4 Blättern, sondern sie ist wirklich so ein kleines Buch. Sie hat jede Menge Informationen drin zur Positionierung der Pedale als auch zur Software. Dann haben wir hier einige Aufkleber vom Hersteller mit dabei und so einen kleinen Flyer, der einen in der Community willkommen heißt. Ja, gut, der Flyer hätte jetzt nicht sein müssen, also zumindest bei mir nicht. Aber schön ist auf jeden Fall gemacht. Toll finde ich, wie gesagt, die Anleitung. Deswegen möchte ich hier auch noch mal kurz darauf hinweisen. Wirklich, ich liebe das. Ja, also heutzutage geht man ja gerne dazu über, dass man irgendwie nur noch so ein kleines Kärtchen hat mit irgendeiner Webadresse, die dann vielleicht nach 2 Jahren auch gar nicht mehr geht und man das PDF gar nicht mehr findet. Dann, wenn man irgendwie das, sage ich mal, irgendwo zusammenbaut, hat man ja auch wiederum nicht direkt den Kontakt zum Computer, muss es sich also ausdrucken. Also wirklich, ich mag das, wenn auch noch eine normale Betriebsanleitung dabei ist, die man vielleicht auch mal mit ins Bett nehmen kann und mal durchlesen. Es ist sehr ausführlich beschrieben, es sind gute und verständliche Bilder mit dabei. Also das ist auf jeden Fall eine 1 mit Sternchen. Das mag ich und das finde ich super. Und hier ist sogar auch der Hinweis, wie ihr eure Pedale pflegen müsst, also mit welchem Mittel. Auch das finde ich top, da muss man nicht lange suchen, dass das direkt mit dabei steht. Klasse. Dann ist noch dabei eine kleine Pappschachtel, die ist relativ schwer. Die ist deswegen schwer, es befinden sich die ganzen Zubehörteile mit da drin, vor allem auch die Schrauben. Zum ersten aber mal das USB-Kabel, das ist das Kabel, womit ihr dann später die Pedale mit dem Computer verbindet. Dann eben ein kleines Tütchen mit Schrauben, hier sind jede Menge Schrauben mit dabei. Da ist sozusagen fast alles drin, um die Pedale mit einem Rig oder mit eurem Sim-Racing-Stuhl zu verbinden. Dann sind solche Gummispacer mit drin. Die werden genutzt, um das Pedalgefühl ein wenig weicher zu machen, beziehungsweise den Pedalweg zu erhöhen. Und es sind dabei solche Plastikabstandshalter. Die Plastikabstandshalter sind dazu da, ihr dürft nicht diese Gummispacer direkt aufeinander montieren. Das heißt, ihr müsst immer Plastikspacer, Gummispacer, Plastikspacer und so weiter. Ihr dürft also nicht Gummispacer, Gummispacer. Und deswegen eben diese Plastikabstandshalter, die werden genutzt, um die Gummispacer voneinander zu trennen. Dann ist dabei jede Menge Werkzeug. Ist gut für Leute, die nichts im Haus haben. Ansonsten bevorzuge ich immer einen gut ausgestatteten Nusskasten oder ordentliches Werkzeug. Ordentlich in Anführungszeichen, weil mit so einem Imbusschlüssel macht das Lösen oder Festziehen von Schrauben einfach keinen Spaß. Dann sind noch mal ein paar Pappkartons. Und darunter sehen wir jetzt schon die beiden Pedale. Und das sind wirklich
top verarbeitete Pedale. Wirklich ganz klasse von der Optik und Haptik. Bei den Pedalen handelt es sich um einen Materialmix aus Edelstahlkomponenten und Stahlkomponenten. Die Stahlkomponenten sind auch entsprechend pulverbeschichtet und so leicht gräulich eingefärbt. Die Edelstahlkomponenten sind einfach gebürstet. Hier unten sehen wir jetzt die Load Cell. Das ist jetzt die Load Cell vom Gaspedal gewesen. Das Bremspedal ist ein bisschen größer, hat auch eine größere Load Cell. Die Load Cell des Bremspedals ist, soweit ich weiß, auf 60 Kilogramm ausgelegt. Die Load Cell des Gaspedals konnte ich keine Informationen finden. Im Bremspedal selber sind auch nochmal Anschlüsse angebracht für das Gas- und das Kupplungspedal, denn das Bremspedal ist sozusagen der Kopf oder das Gehirn der ganzen Einheit. Hier hinten befindet sich das kleine Steuerboard und dieses Steuerboard stellt dann nachher die ganze Kommunikationsschicht zwischen den Pedalen her und eben auch die Schnittstelle zu eurem PC. Sprich, über das Bremspedal könnt ihr dann nachher auch die Verbindung zum PC herstellen. Hier jetzt nochmal ein paar Bilder von den beiden Pedalen. Wie gesagt, super gut verarbeitet, sehen unheimlich schick aus. Ihr könnt die Fußablageplatten, die wir jetzt hier sehen, einmal so montieren, wie wir es hier sehen, mit dem Logo nach unten. Ihr könnt es aber auch drehen. Dadurch bekommt ihr sozusagen Richtung Pedalanfang oder nach unten gesehen ein wenig mehr Ablagefläche für euren Fuß. Je nachdem, wo euer Fußballen sich befindet, wäre das eben eine Möglichkeit, hier die optimale Fußballenposition für euch einzustellen oder herauszufinden. Am Pedal selber sind jede Menge Verstrebungen vorhanden, um die Steifigkeit zu gewährleisten. Bei dem Bremspedal sehen wir jetzt hier den großen Zylinder, der auch diese Gummispacer-Einheit beinhaltet. Am Gaspedal haben wir einen entsprechenden Federdämpfer. Das Gefühl ist sehr, sehr angenehm. Beim Bremspedal ist es sogar so, wurde das Gefühl aus dem echten Auto nachempfunden. Also zumindest ist es bei Autos, die ich bisher gefahren bin, immer so gewesen, dass das initiale Moment, wenn ihr auf das Pedal, auf das Bremspedal geht, so ist, dass ihr zwar einen kleinen Weg habt, aber noch nichts passiert und erst später dann nachher Bremsleistung einsetzt. Genau das hat man hier bei dem Bremspedal auch nachempfunden. Das hat man gelöst über so eine kleine Feder. Diese Feder sorgt oder simuliert eben genau dieses Gefühl, was man auch vom echten Bremspedal kennt. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Wirklich ein tolles Detail. Was man jetzt hier auch schön erkennen kann, die Pedale haben hinten so einen Arm mit verschiedenen Bohrungen. Über diesen Arm und die Bohrungen könnt ihr den Winkel des Pedals einstellen. Ihr könnt so also dafür sorgen, dass die Pedale mehr nach vorne kippen, je nachdem, was ihr verwendet, welches Rig ihr habt oder welchen entsprechenden Rennsitz ihr einsetzt. Der erste Schritt zur Montage der neuen Pedale ist die Demontage der bestehenden Pedale. Ich habe ja hier die Fanatec Clubsport Pedale oder beziehungsweise die Fanatec Pedale V3. Dazu braucht ihr einen Nusskasten oder eben das Originalwerkzeug, was bei dem Lieferumfang von Fanatec dabei war. Ich bevorzuge immer eine Ratsche, das ist immer ein bisschen einfacher, als jetzt hier mit diesen Imbusschlüsseln rumzuhantieren. Bei mir ist es so, ich habe die Pedale mit insgesamt 4 Schrauben an meinem Rennsitz, das ist ja ein RS1-Sitz, befestigt. Und diese Schrauben muss ich jetzt lösen. Da gibt es hier hinten 2 Schrauben, eine links und eine rechts. Und es gibt vorne 2 Schrauben, auch links und rechts. Allerdings sind die verdeckt von dieser Fußablageplatte. Das bedeutet, die müssen wir zuerst lösen. Das hatte ich ja auch schon mal gezeigt in einem Video. Unter dieser Platte befindet sich auch die Kontrolleinheit für die Pedale. Dazu muss man jetzt hier diese 3 Schrauben lösen. Einfach mit einer entsprechenden Imbusnuss die Schrauben rausnehmen und dann kann man die Platte abnehmen. Und darunter befinden sich dann die beiden Schrauben, die auch die Pedale an meinem Rig befestigen und eben auch die Kontrolleinheit der Pedale. Hier jetzt auch wie hinten, beziehungsweise wie gerade eben gezeigt, kommt eine Nuss zum Einsatz, zum Gegenhalten und ein entsprechender Imbusaufsatz. Beides zusammen wird dann verwendet, um die Schraube zu lösen. Die Problematik mit dem Durchdrehen, wenn ihr nur auf einer Seite arbeitet, zeige ich jetzt gleich auch noch mal ein bisschen im Detail.
damit man das besser erkennen kann, was ich meine. Und wenn ihr die Schrauben dann gelöst habt, hier seht ihr jetzt nochmal, kommt wie gesagt ein entsprechender Imbus und die 13er Nuss zum Einsatz. Wenn ihr die Schrauben dann gelöst habt, das hatte ich auch in anderen Videos schon erwähnt, ich packe die dann immer wieder gleich zusammen, also sprich die Unterlegscheiben und die Mutter, das wird dann gleich wieder miteinander verschraubt. So habt ihr nicht so viele einzelne lose Teile und ihr könnt das einfach besser aufbewahren. Jetzt kommt nochmal ein bisschen die Nahaufnahme von dem, was ich meinte, wenn ihr nur an einer Seite dreht. Ihr seht also, die Schraube dreht sich oben mit, beziehungsweise die Mutter, der Kopf der Mutter, und deswegen müsst ihr eben gegenhalten, damit euch das nicht passiert, beziehungsweise damit ihr die Verbindung überhaupt gelöst bekommt. Jetzt haben wir also die beiden vorderen Schrauben entnommen. Jetzt fehlen noch die beiden hinteren Schrauben. Hier ist wieder das gleiche Prinzip gefragt. Einmal halten und auf der anderen Seite eben lösen. Das Ganze dann sowohl links als auch rechts machen. Ich zeige euch das einfach jetzt mal exemplarisch nur für die eine Seite. Und für die andere Seite müsst ihr das eben dann genauso machen. Und danach sind die Pedale auch schon komplett gelöst und ihr könnt sie von eurem Rig oder eben von eurem SimSeed ja, abnehmen. Das mache ich jetzt hier auch. Ich habe also wie gesagt alle Schrauben gelöst. Hier sieht man das nochmal. Die Platte, wo die Füße abgelegt werden. Und jetzt kann man die Pedale einfach wegnehmen. Jetzt sieht man auch, das sind eben Ecken, an die man sonst nicht so gut rankommt. Da ist jetzt jede Menge Abrieb und Staub von den Schuhen. Wenn man das Ganze dann eben, ich decke es zwar immer ab, aber trotzdem ist einfach ein gewisser Abrieb und Staub immer da. Das heißt, bei der Gelegenheit auch am besten einfach einmal drüber wischen, damit das Ganze ein bisschen sauber wird. Jetzt sehen wir hier, wie gesagt, die Grundplatte, von der ich am Anfang gesprochen habe, die bei meinem Sitz eben mit dabei ist. Und diese Grundplatte hat eben schon diverse Löcher. Und meine Hoffnung war jetzt, dass einfach genau die richtigen Löcher schon dabei sind für diese Pedale. Hat leider nicht hundertprozentig funktioniert. Es wären Löcher vorhanden gewesen, aber dann wären die Pedale zu weit auseinander, denn die sind zwar flexibel von der Positionierung, leider aber, das ist ein kleiner Kritikpunkt, zumindest ist es ein Kritikpunkt für mich, ist das Kabel, also das Verbindungskabel vom Gaspedal zur Bremse relativ kurz. Das heißt also, ihr könnt es frei positionieren in Abhängigkeit der Kabellänge. Deswegen habe ich mir auch für die Zukunft ein Verlängerungskabel bestellt. Das ist einfach ein RJ12-Kabel. Und jetzt für den ersten Schritt mache ich es halt so, dass ich sie so weit auseinander montiere, wie es dieses Kabel zulässt. Später werde ich vielleicht sogar mit einem Verlängerungskabel dann nochmal ein Stückchen weitergehen. Dadurch, dass ich jetzt aber eben limitiert bin in Bezug auf den Abstand, muss ich noch zusätzliche Löcher bohren. Und zwar für jedes Pedal nochmal 2 extra Löcher. Sprich, ich kann für jedes Pedal 2 vorhandene Löcher nutzen, aber wie gesagt, muss eben nochmal 2 extra bohren. Dafür positioniere ich die Pedale in einer Flucht und markiere mir dann über einen entsprechenden Stift, wo ich die beiden Löcher für das jeweilige Pedal bohren muss. Das sieht man jetzt hier, das sind diese beiden weißen Punkte. Das mache ich sowohl für das Gas als auch für das Bremspedal. Damit ich die Pedale fixiert bekomme, nutze ich eben die beiden Schrauben, die ich verwenden kann, also sprich die Löcher, die schon vorhanden sind, damit das Pedal eben immer schön gerade ist und auch in einer Flucht und Linie. Wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich mir eine Schablone anfertigen müssen, damit ich das wirklich gerade bekomme. So war es aber relativ einfach, weil ich einfach ein bestehendes Lochkonstrukt weiterverwenden konnte. Hier ist jetzt auch eben der Abstand gegeben mit dem Kabel, das habe ich nochmal nachgeprüft. So sollte das also kein Problem sein. Jetzt geht es daher, ich hole mir einen Metallbohrer, erstmal einen relativ kleinen, in dem Fall einen 5er, einen Akkuschrauber und jetzt werde ich erstmal alle 4 Löcher mit dem 5er Bohrer vorbohren. Danach werde ich nochmal kontrollieren, ob die Löcher auch wirklich richtig sitzen. Und wenn die Löcher richtig sitzen, dann werde ich mit einem entsprechend größeren 8er Bohrer die Löcher alle nochmal nachbohren, sodass ich dann später die Pedale entsprechend verschrauben kann. Jetzt das Ganze im Zeitraffer, damit ihr dann nicht so lange warten müsst.
So, jetzt habt ihr also gesehen, ich habe die ganzen Löcher gebohrt und jetzt bin ich dabei, das Pedal eben entsprechend zu montieren. Dafür verwende ich die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, die dabei waren. Interessant ist hier zu sagen, es gibt unterschiedliche Größen von Unterlegscheiben und ich habe am Anfang gedacht, ich nehme überall die gleiche Größe, habe dann aber gesehen, es gibt eben nochmal eine kleinere Nummer und die passt oben am Sockel des Pedals eben hervorragend und habe mich dann entschieden, oben die kleine Variante zu verwenden und unten die große Variante. Und jetzt befestige ich das Ganze eben mit einer 8er Nuss von unten und von oben eben mit einem entsprechenden Hex bzw. mit einer Imbusnuss und montiere das Pedal so an meiner Baseplate. Das Ganze mache ich dann auch nochmal für das Gaspedal und das Ganze gibt es jetzt für euch wieder im Schnelldurchlauf. So, jetzt sind die Pedale montiert. Das hat alles wunderbar geklappt. Was ich jetzt noch mache, ist meinen Winkel von meiner Grundplatte oder beziehungsweise den Winkel von meiner Grundplatte verändern. Aktuell ist die Grundplatte so leicht angeschrägt. Das war in Kombination mit den Fanatec-Pedalen voll in Ordnung. Für diese neuen Pedale habe ich mich jetzt aber entschieden, das Ganze waagerecht auszurichten. Das bedeutet, ich justiere jetzt hier meine Grundplatte nochmal neu und werde dann später über die Einstellmöglichkeiten an den Pedalen selber den Winkel variieren. Hier jetzt noch ein kurzer Blick in die Software. Das Ganze ist super easy, es ist lediglich eine Exe-Datei und ihr startet die Exe-Datei, startet einmal die Kalibrierung. Hier könnt ihr auswählen, welche Pedale ihr kalibrieren möchtet. Unten steht immer, was ihr tun müsst und ihr könnt dann über weitere Schritte bzw. einfach über weiter den Wizard verlassen. Für jedes Pedal habt ihr jede Menge Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt hier Kurven festlegen oder auch einfach ein lineares Gaspedalverhalten oder ein lineares Bremsverhalten. Ihr könnt Totzonen anpassen, also es ist wirklich extrem umfangreich. Da will ich jetzt auch gar nicht groß darauf eingehen. Alles in allem aber wirklich super easy. Einstecken, Exe ausführen, ihr müsst nichts installieren, das ist toll gemacht. Ich liebe so Software, ist mir viel lieber als irgend so Programme, die man installieren muss und irgendwelchen anderen Käse. So sollte es immer sein, einfach, unkompliziert und trotzdem voll funktional, einfach hervorragend. Also wirklich, ich bin begeistert und ich werde jetzt hier auch ein bisschen rumspielen. Beim Gaspedal werde ich die Kennlinie auf linear lassen, bei der Bremse seht ihr aber schon, habe ich so gemacht, dass die initiale Anrampung ein wenig intensiver ist und später dann gegen Ende ein wenig abflacht. Jetzt zum Abschluss gibt es noch ein paar schöne Bilder von dem Pedalset. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!